Die Formel 1 des Ostens, wie sie zu DDR-Zeiten genannt wurde, brachte viele erfolgreiche Rennfahrer hervor. Jürgen Meissner ist einer davon. Er war unter anderem 1982 DDR-Bester, erfand lebensrettende Verbesserungen und machte sich auch als Stuntman einen Namen. Ja, ich habe 1980 vom Rallye-Sport wechselnd zum Rennsport übergegangen, Bergrennen gefahren, habe dann sofort eine Rundstreckenlizenz bekommen und 2 Jahre später war ich DDR-Bester geworden, bin in die LK1 aufgestiegen und ab 1985 war ich dann Mitglied der Nationalmannschaft. Meine gute Entwicklung, kann ich eigentlich sagen, habe ich meinen besten Freunden aus Dresden, Uli Melkus und dem Bernd Kasseper, zu verdanken. Ich hatte damals die große Möglichkeit, meinen Rennwagen aufzubauen zwischen den 2 Autos. Mein Auto stand in der Mitte und links und rechts die beiden Meisterautos, von denen ich also Maße entnehmen konnte, das nachher übernehmen konnte. Und selbstverständlich haben die dann abends nach Feierabend mir beim Aufbau des Rennwagens geholfen. Und deswegen ist auch dieser Rennwagen bis zur Wende, weil wir immer wieder zusammen gebaut und geschraubt haben, ich sage mal, einer der modernsten und damals am technischen Niveau höchst entwickelsten Autos gewesen. Der Ideenreichtum und die Kunst der Improvisation kamen nicht zu kurz. Die Ostblockstaaten distanzierten sich zunehmend vom westlichen Rennsport und gründeten eine eigene Liga, die Formel Easter. Der Motor hatte einen Lademotor, einen 1300, und dazu muss man sagen, nachdem in den 70er Jahren sich die DDR oder die Ostblockstaaten von dem Westmotorsport distanziert hatten oder auseinander diffundiert sind aufgrund technischer Nachteile, gab es ja im Osten eine eigene Formel, die Formel Easter, also aus dem Osten kommt. Und die hat sich ein eigenes Reglement geschaffen, nachdem alle Teile eines Rennwagens aus der Produktion der sozialistischen Länder kommen durften. Das heißt, also Lademotoren, Zastava-Motoren, selbst für Multicar oder Klein-LKWs haben wir Teile in den Rennwagen verbaut. So, und daher kommt auch der Lademotor, weil der Lademotor ein hervorragender Motor war, der kurzhubig war und ein gutes Leistungsverhältnis hatte. Alles andere waren Teile, die mehr oder weniger selbst angefertigt wurden. Der Rahmen ist selbst konstruiert worden durch führende Rennfahrer übrigens. Da gab es keine Produktion, wo sich dann die Ingenieure hingesetzt hätten für viel Geld einen Rahmen konstruiert. Das haben die Rennfahrer selber gemacht. Na, und dann sieht man zum Beispiel hier am Auto, das ist ein Bremssattel von Wartburg, das sind Hauptbremszylinder vom Trabant und ähnliche Dinge, oder hier vom B1000 Stoßdämpfer, die dann mit Federn versehen worden sind. Sodass also das Auto insgesamt eine ostdeutsche Konfiguration war mit wenigen Ausnahmeteilen, die jetzt erstmal nicht erwähnenswert waren. So, und mit diesem Auto hatten wir dann ein individuelles Getriebe gebaut. Das heißt also, es war eine Übersetzung drin, die für jede Rennstrecke neu zusammengestellt worden ist, um ein optimales Fahrergebnis zu haben. Und da kann man sagen, auf dem Sachsenring haben wir übersetzt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 256 km/h als Beispiel, in Most etwa 235 km/h, immer wieder im 4. Gang. Wir hatten ja nur 4-Gang-Getriebe und einen Rückwärtsgang. Also nicht wie heute üblich 5, 6, 7, 8 Gänge, sondern nur 4 Gänge. Und mit diesen Gängen haben wir also dann diese Geschwindigkeiten bekommen. Und interessant ist immer zu erwähnen, dass der erste Gang so bis etwa 86, 90 km/h ging, weil man den nur zum Anfahren brauchte und dann nie wieder, weil gefahren wurde ab dem 2., 3., 4. Gang. Bei allgemeinen Weiterentwicklungen an seinem Wagen kam Jürgen Meissner die Idee für eine neue Art Sicherheitsgurt und rettete damit Leben. Im Winterhalbjahr 1985 hatten wir die Aufgabe, wieder unsere Technik zu entwickeln. Das war so üblich, dass nach der Saison dann in den Wintermonaten die Autos dann auf den Vordermann gebracht wurden. Das heißt, viele Ideen wurden zusammengetragen. Was machen wir Neues? Und ich brauchte für mein Auto einen Sicherheitsgurt. Und wir hatten damals Fallschirmgurte gehabt, die natürlich nicht dafür da waren, dass man Aufprallenergie aufnehmen konnte, sondern man hat sich dann vom Fallschirm auf die Erde begeben, hat den Gurt aufgemacht, das war's. Also die Haltbarkeit war sehr fragwürdig. Und das habe ich dem Uli gesagt, dass ich einen Gurt brauche. Und hat er gesagt, weißt du, das ist eigentlich kein richtiger, setz dich mal hin, entwickel einen. Und das war in der Renngemeinschaft so üblich, dass man überhaupt kein Problem damit hatte, wenn man eine Aufgabenstellung kriegt, es zumindest zu versuchen. Und ich hatte eine gute Idee. Ich hatte dann innerhalb von einer Woche einen Sicherheitsgurt entwickelt, so wie er hier ist. Das ist übrigens auch im Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernsthal zu sehen, auch die Geschichte dazu. Einen Sicherheitsgurt zu entwickeln, der 6 Schlaufen hat, das heißt also auch die Beine mit gefesselt werden, das heißt also ein Durchrutschen des Fahrers beim Aufprall nach vorne
wird damit auch vermieden. Bisher aber hatten wir nur Hosenträgergurte gehabt und nach vorn hin war keine Möglichkeit, Energie aufzunehmen. Also habe ich mich hingesetzt, habe Westpatente studiert, was mir an Literatur an der Uni in Dresden möglich war und musste also das Patent des Westherstellers, der einen Drehverschluss hatte, umgehen, damit es keinen Ärger gibt. Also habe ich einen Nockenverschluss entwickelt, das heißt also mit dem Nocken öffne ich das und alle Gurtteile, wie man so schön sagt, fliegen davon. So, ich habe 2, 3 Prototypen gebaut, dann haben wir sofort in diesen Jahren, der Bernd Kasper, die Melkus und ich, den Gurt eingesetzt. War in der Handhabung schon sehr gut und wir haben dann noch Optimierungsdinge vorgenommen, leichter gemacht, etwas schöner gemacht und ja, so ist das Thema entstanden. Ich bin in die Universität in Dresden gegangen, da wurde der Gurt statisch getestet. Das heißt also mit einer Zerreißmaschine, da haben wir auch dann diese Nähschemen für den Sattler festgelegt, das genauso genäht werden musste. Das wurde in der ganz normalen Sattlerei übrigens gemacht, aber nach diesem Schema, was dort festgelegt worden ist. Und nachdem sich dann unser Motorsportverband interessiert gezeigt hat, es gut fand, dass sowas entwickelt wurde, hat auch Geld in die Hand genommen und hat dann diesen Gurt an einem Dummy in Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, in so einer Prüfstelle für Sicherheitsgurte dynamisch getestet. Da haben wir also einen Schlitten gebaut, wo eine Puppe drin saß und dafür gibt es auch ein Video, wie dann das Ding mit, ich glaube, 56 km/h im Versatz gegen eine Wand gefahren wird und dann sieht man, wie wunderschön der Gurt hält und dann sich auch locker lösen lässt. Und das Positive dabei ist, an diesem Gurt 1987 kann man wirklich sagen, hat dieser Gurt dem Hans-Dieter Kessler, den ich sehr schätze als Rennfahrer, der viele Meistertitel hatte, das Leben gerettet, nachdem er auf dem Sachsenring mit Bordstein kollidiert ist und sein Auto durch die Luft flog und dann auf der Straße zerschellte. Ja, insofern haben wir dann eine ganze Menge von Aufträgen gehabt. Bis nach Russland wurden die Gurte verkauft und der Mücke, der heute ja noch erfolgreicher Rennfahrer ist, hat die für seine Buggies gekauft. Habe ich heute noch Rechnung da, 8 Stück hat er dafür genommen, sodass also diese Gurte dann richtig regulär in Rallye, Buggy-Fahrzeugen, Rennfahrzeugen eingesetzt worden sind. Es gab nichts, was es nicht gab. So verwundert es nicht, dass Jürgen Meissner 1985 als Stuntman für das Westfernsehen eingesetzt wurde, um einen Werbefilm für den Trabant Tremp zu produzieren. Die Rennfahrer der DDR wurden gerne, insbesondere Uli Melkus, Bernd Kasper, für Stunts eingesetzt, weil da ging es ja darum, dass die Autos sehr gut beherrscht werden mussten und Rennfahrer und Rallyefahrer, es ist ja bekannt, dass sie ihre Fahrzeuge unter extremen Bedingungen sehr gut beherrschen und so haben wir also auch unter anderem für Meyer im Fernsehen, das war so eine Erziehungssendung des Verkehrssicherheitsaktives, viele Stunts gemacht und eines Tages kriegte der Melkus Uli einen Anruf vom Fernsehen in Berlin, dass er doch bitte mal mit dem Trabant Tremp, der übrigens dann im Westen verkauft werden sollte, einen Film macht. Und Uli hatte keine Zeit und hat gesagt, naja, da habe ich auch keinen Nerv dafür und hat gefragt, ob ich dafür Interesse hätte. Und na, da man immer gutes Geld verdiente, das muss man auch dazu sagen, habe ich natürlich gesagt, okay, mache ich gerne. Und habe mich dann also vorbereitet. Und dann muss man sich das vorstellen, man kriegt das Auto gezeigt, das Auto, ich war ja früher selber mal Trabant gefahren und dann war der Anspruch des Kameramannes, das Auto will ich durch die Luft fliegen sehen. So, wie kriegt man einen Trabant durch die Luft geflogen? Also haben wir uns im Raum Dresden eine Straße ausgesucht, die so ein bisschen einen Sprunghügel hatte. Auf dieser Straße haben wir dann auf meinen Wunsch hin eine Rampe gebaut. Leider Gottes, als die angeliefert wurde, waren die Bretter etwa nur so breit wie der Reifen und etwa so, ich schätze mal 40 cm hoch. Und über diese Rampe hatte ich den Auftrag zu fliegen und nur diese Sequenz aber aufzunehmen. Alles andere machten dann normale Schauspieler. Aber diese Herausforderung noch nicht genügend, wurde mir dann auch noch das Model, was übrigens in dem gesamten Film zu sehen ist, beigegeben. Die sollte in dem Auto eine Springgeste machen, also die Arme nach oben reißen, als wenn man durch die Luft fliegt. So. Und da sind wir an dem Drehtag hingefahren, das Model mit. Es war relativ kalt. So, jetzt habe ich die Rampe gesehen, habe ich mir gesagt, wie schafft man es mit 50 km/h über die Rampe zu fahren, die so schmale Bretter hat. Und ich habe dann meinen Helm mitgenommen, das war immer Voraussetzung. Ich habe gedacht, man versucht das erstmal ohne Model, das war auch gut so. Ich habe erstmal versucht, so mit 30 km/h die Bretter zu treffen. Und das war schwer, da plumpst dann der Band runter, das war also nicht gewollt vom Kameramann. Also habe ich dann die Geschwindigkeit auf etwa 50, 60 km/h erhöht und habe dann ein paar Mal zielsicher die Rampe getroffen. Und dann
wurde mir das Model beigegeben, die das versuchen sollte. Und die hat sich erstmal an das Auto festgeklammert mit Aufstehen und die Arme nach oben reißen war überhaupt nicht zu denken, weil die hat es in dem Auto dermaßen zusammengestaucht. Das kann man sich ja vorstellen, ne, wenn so ein Auto dann, was ja einen Motor vorne hat, buglastig ist, wenn das dann nach unten fällt. Ja, wir haben dann den Versuch mit dem Model vielleicht 3, 4, 5 Mal gemacht, bis der Regisseur dann gesagt hat, also der Kameramann, also wir lassen es jetzt so, es wird nicht besser, weil es war einfach nie die Möglichkeit, das so darzustellen, wie er es wollte. Und dann war dieser Film, das war das Ziel, im Westen drüben in den Kinos als Vorspannfilm gezeigt werden, um das Kaufinteresse im Westen zu locken. Und aus der heutigen Sicht weiß man ja, dass die Autos wirklich in Spanien, Mallorca zum Beispiel, größenordnungsmäßig verkauft worden sind, soll einige auch in Amerika geben. Und erst voriges Jahr habe ich das erste Mal diesen Film gesehen, den ich immer wieder versucht habe zu recherchieren. Habe dann auch den Regisseur getroffen, wo wir nach so vielen Jahren uns erst mal wieder gesehen haben. Was leider Gottes nicht aufzutreiben war das Model. Da wussten wir nicht, was inzwischen mit ihr gewesen ist. Aber wir haben uns dann zusammengesetzt, haben die Bilder ausgetauscht und über diese verrückte Sache mit dem fliegenden Trabant gesprochen. Und ich muss ganz offen sagen, also wenn ich heute rückwärts denke, sowas Verrücktes, da ist Rennsport eigentlich leicht dagegen. Aber am Ende hat das Geld eine Rolle gespielt und die Herausforderung war, etwas anderes zu machen, als was damals so im DDR-Alltag so möglich war. Vielen Dank.